Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer beim GESUNDHEITSSQUAD. Ich möchte heute 11 Manipulationstaktiken, welche passt zu dir am besten in dieser First Reaction, ein bisschen zusammenfassend übersetzen, weil der Titel wirkt so vielversprechend. Ich habe auch privat ein bisschen abstimmen lassen, weil ich hatte mehrere Psychologie-Videos zur Auswahl, die ich gerne hier machen wollte, ja. Und das machen wir jetzt mal hier als erstes, ja, weil ich glaube, das ist so vielversprechend, dass es jeden abholen kann, rein vom Titel her. Let's go. How do you get whatever you want? Take a minute to think about a recent situation in which you wanted something from another person. Maybe you wanted your partner to clean the dishes. Or maybe you wanted a promotion from your boss. Or maybe you wanted a... So, also das hat, denke ich, schon jeder so verstanden, gell? Wie kriegt man alles, was man will? Ja, die werden jetzt so ein paar Beispiele aufgezählt und diese Taktiken werden wir heute durchgehen. Person at a party to go on a date with you. Well, how did you get it? In an ideal world, we could all just ask... Also wenn du jetzt die Sachen kriegst, wirst du halt... ja, bei manchen Sachen auf irgendwelche Ideen stoßen, wie man die Sachen kriegen kann und bei manchen auch nicht. Und da wird dieses Video neue Möglichkeiten aufzeigen wahrscheinlich auch und was auch für dich ethisch vertretbar ist als Persönlichkeit. For things that we want from people and then they would comply. But the world is not perfect and we can't get everything that we want on the first try. So, how do we get what we want? Well, wie kriegen wir, was wir wollen? Ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil ich werde hier, auch wenn hier heute ethisch vielleicht vertretbare Manipulationen für dich dabei sind, in Zukunft auch nämlich, ja, wirklich dunkle Psychologie, ja, dunkle Manipulationstechniken machen, ja. Ich will nicht unbedingt sagen, der Zweck heiligt die Mittel, wenn man wirklich ein super gutes Ziel verfolgt, dass man die dann auch benutzen kann, aber ich denke, grundsätzlich die zu kennen, ja, das ist auf jeden Fall im Leben sehr, sehr vorteilhaft. There are a lot of honest, ethical answers to this question, but there are also unethical answers. If you okay, wir hören also, es gibt auch unethische, ja, also die wirklich funktionieren in der Praxis, aber wirklich, man kriegt dann wohl ein schlechtes Gewissen. Ja. Attempt to get what you want through deception, lies or indirect tactics, you are using über indirekte Taktiken, Lügen und so weiter, ja. a form of manipulation. And es ist ja Manipulation, negativ geprägt. In this video, I'm going to be going over the 11 tactics of manipulation. Now, I'm not giving you these tools so that you can go out and manipulate others. Think of this video as a warning video. People are... Also das Video ist jetzt nicht dazu gedacht, dass ihr direkt jetzt damit andere brutal manipuliert, sondern seht es als eine Art Warnvideo. Trying to manipulate you all day long. And if you can Menschen versuchen dich den ganzen Tag zu manipulieren. spot the signs of manipulation, you can see through them and have more control over your own decisions and your relationship with others. So, also wenn du jetzt da diese Anzeichen siehst, dann kannst du direkt wirklich mehr Kontrolle über deine eigenen Entscheidungen übernehmen, ja, und du musst nicht so, ja, hörig den anderen sein, weil die nicht auffallen, dass sie bei dir diese Taktiken abziehen. let's get started with the 11 tactics of manipulation. Number 1, charm. We all know someone who uses a wink and a compliment to get what they want. People want to feel attractive and wanted. Manipulators So, also erstens jetzt Charme, ja, sowas wie Komplimente. play into these feelings by being charming. They believe that when a person starts to get a little flirty, they'll start to be attracted to the manipulator and will be more likely to submit to the manipulator's demands. Number 2. So, also da hat man jetzt ganz klar gemerkt, als Zusammenfassung, wenn die Person, die manipulieren möchte, der anderen Person quasi, ja, Komplimente macht und ein bisschen flirty mit der macht, dass die dann viel, viel eher auf die Forderung der Person eingehen wird. Is coercion. This tactic Schreibt mir mal bitte drunter, welche für euch ethisch vielleicht am vertretbarsten sind als Person, weil ich denke, manche werden für euch überhaupt nicht vertretbar sein. Sag mal, wie ist es eine, die am ersten vertretbar ist. Ich glaube, Komplimente, das ist wahrscheinlich noch so relativ human, könnte ich mir vorstellen, ja. Isn't all fun and flirty. When someone is coercing another to do something, they may use fear of harm or threats. They might say, if you don't help me rob this bank, I'll kick your dog. The person being coerced may feel as... So, also das ist jetzt quasi über so ein bisschen Angst vor Schmerz und gewissen Strafen, ja? Das ist Nummer 2. though the consequences of not doing the action are worse than doing the consequences of the action. Number 3 is also wenn man die Konsequenzen, ja, von dieser Aktion, die das Gegenüber möchte, nicht macht, ja, dann ist quasi das die Strafe, die einem antut, schlimmer als das, was die Person überhaupt will für eine Aktion. Ja, die ist weniger schlimm. Und das, deswegen strebt man halt an, dann diese Taktik zu 1 zu befolgen als Opfer der Manipulation. silent treatment. Silence is a surprisingly effective manipulation and negotiation tool. Silence makes us all anxious. If someone is silent or they refuse to speak, Ruhebehandlung ist jetzt die nächste Taktik, ja. Also es macht einen ängstlich, wenn man die ganze Zeit so komisch angeschwiegen wird. You may feel the urge to give in to their desires or give them something they want just to break the silence.
Also um quasi das Schweigen zu brechen, ja, fühlt man sich dann ja ein bisschen vielleicht auch schuldig oder was weiß ich, ja, und vielleicht sieht man sich auch selber in der Schuld, warum man ja dafür zuständig ist, dass die andere Person so ruhig ist und versucht dann das zu befolgen, was die andere Person von einem möchte. Number 4 is reason. Not all manipulation tactics are unethical, but they may be used unethically. Reason is a great example of this type of manipulation. Also nicht jede Manipulationstechnik ist jetzt erstmal unethisch, aber viele davon werden auch benutzt für unethische Sachen, auch wenn die Technik an sich gar nicht unethisch ist. So, jetzt Nummer 4 hier. Reason ist so viel wie Grund auf Deutsch. Tactic. People use reason or logical arguments to get what they want. They may tell a person, or maybe even themselves, something like, if you help me rob this bank, you'll be able to feed your family. There's nothing really inaccurate about that though, right? When it's hard to argue against someone who uses reason as a manipulation tactic, you may be more likely to break down and give the manipulator what they actually want. Number 5. So, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja komm, überfall jetzt mit mir eine Bank oder was weiß ich nicht, dann kannst du damit deine Familie quasi ja, füttern, ja, also kannst dir quasi Essen kaufen und so weiter. Das an sich, wegen dieser Begründung dann erstmal, dass du als Opfer dazu geneigt bist, die Sachen dann eher zu machen. 5 is regression. When two people reason with each other like adults, it can be easy for both parties to hold their ground. But when one person reverts to acting like a child, things might go haywire. This is a regression tactic. A person may whine, cry, or pout to get their way. People may give in simply because they want the childish behavior to stop. Number 6. So, also Regression bedeutet, dass man sich wie ein Kind weinerlich verhält, rumschreit, Terror macht und in dem Moment ja, ist die Psyche dazu gewillt, das von dem sozusagen emotional am Boden zerstörten Gegenüber zu erfüllen, als ob man ein Baby, ein kleines Kind, ein Kleinkind trösten würde. 6 is self-abasement. Not all manipulation tactics involve insulting or forcing the other person to do something. If a manipulator uses self-abasement to get what they want, they will humble themselves. Self-abasement may be used when a manipulator wants someone to forgive them, believe them, or maybe make efforts to strengthen a relationship. Self-abasement, if you don't already know, is basically whenever you humiliate yourself. People do this all the time with something called self-deprecating jokes. However, it is a form of manipulation. Number 7 is... So, also es gibt quasi Witze, wo man sich selber so ein bisschen lustig darstellt, im Sinne von, man macht sich über sich selber lustig und sowas, ja. Und wenn man das quasi macht, gibt es halt auch Sachen, wo andere nicht unbedingt von einem irgendwelche Aktionen wollen, sondern es kann auch sein, dass sie selber Scheiße gebaut haben, ja, und wollen dann in dem Moment, dass zum Beispiel du wieder eine Beziehung mit denen führst oder wollen einfach mit dir ja die Freundschaft aufrechterhalten. Und die Manipulationstechnik ist dann, dass sie quasi ja sich wie so ein Dummerchen hinstellen und so weiter, ja, und das hat natürlich mit einer, wie sagt man das, mit einer Entschuldigung und so weiter nicht so viel zu tun. Also das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, ja, auf einem anderen Kanal in Deutschland tatsächlich, dass das immer so quasi gesagt wird, ja, wenn du, zum Beispiel, wenn du kommst ständig zu spät beispielsweise und dann sagst du halt dem anderen, ja, das ist so eine Schwäche von dir, du bist so ein Dusselchen und was weiß ich. Und dann ist der viel eher dazu geneigt, durch diese Manipulationstechnik dann ständig darauf zu scheißen und ja, deiner Schwäche nachzugeben. Ja, ist auf jeden Fall, hat ja nichts damit zu tun, dass du trotzdem ihn nicht respektierst, dadurch, dass du unpünktlich bist und quasi seine Zeit missachtest, ja. Is responsibility invocation. Let's say you're considering getting your nails done. It's easy to just decide, no, I'm not going to get my nails done. However, if you've already booked an appointment, it's not so easy to just skip out and not get your nails done. Responsibility invocation uses these types of obligations to convince someone to follow through with plans that they've made. A manipulator might say things like, but you've promised, or I've already booked the reservations. That way... Es geht jetzt quasi darum, dass du den anderen so unter Druck setzt, indem du ihnen so komische Art Phrasen an den Kopf schreibst wie, ah, du hast es doch versprochen und sowas, ja. Und die Person, die manipulieren will, stellt quasi so eine Art Plan auf und versucht dich dadurch in eine Art Rasterschemata reinzupressen, dass du Versprechen machst, die du so gar nicht gegeben hättest. Way they can make saying no a lot harder. Number 8. Also dann Nein sagen macht es halt so viel schwerer, wenn dieser Plan dann halt schon da ist, ja. Auch wenn du gar keine Lust hast auf diesen Plan vielleicht, ja. Das ist natürlich total komplex, ja, da erstmal durchzusteigen. Is called hardball. Hardball tactics take coercion to the next level. While someone may use coercion to install the fear of harm, hardball tactics actually cause harm or bodily injury. If there's someone like this in your life, get away as soon as possible. Number 9.
So, also bei Hardball, ja, so würde ich das jetzt mal übersetzen, da geht es jetzt quasi wirklich darum, jemanden auch Schaden zuzufügen, ja. Also das ist natürlich eine sehr, sehr große Problematik, ja. Also wenn wir uns das jetzt nochmal ganz genau angucken, das ist natürlich eine rigorose, wie sagt man das? Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das beschreiben soll. Es ist halt Come on, it'll be fun. What's number 8 is called hardball. Hardball tactics take coercion to the next level. While someone may use coercion to install the fear of harm, hardball tactics actually cause harm or bodily injury. Also du wirst halt dadurch körperlich wirklich geschädigt, ja. Also, wie soll man das sagen? Du trägst wirklich auch Schäden davon, ja. Das ist natürlich extremst. Es treibt das Ganze auf die nächste Stufe. If there's someone like this in your life, get away as soon. Also das ist wirklich eine Sache, wenn du so jemanden in deinem Leben hast, der durch Manipulation dir zum Beispiel wirklich Schaden zufügt, dann solltest du auf jeden Fall das Weite suchen, weil das kann ganz schnell mal lebensbedrohlich werden, ja, wenn da unter bestimmten Voraussetzungen die wirklich, sag ich mal, lebensbedrohliche Zustände hervorgerufen werden. Und ich habe sowas in meinem Leben schon einige Male mitgekriegt. Das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ja, es gibt ja Leute, die zum Beispiel ausrasten und dann ja, einfach zum Beispiel das Lenkrad verreißen und sowas. Einfach um einen zu bedrohen, ja. Einfach, du fährst mit dem Auto und dann fangen die an, dich zu manipulieren und dann, während die mit dem Auto fahren, verreißen die einfach das Lenkrad und wollen dich und die Person in den Mord stürzen und in den Selbstmord stürzen quasi. Also komplett geistesgestört, ja, sowas gibt wirklich. Soon as possible. Number 9 is pleasure induction. For many, pleasure induction is a harmless manipulation tactic. When someone invokes the pleasure induction tactic, they're so, also quasi Druck induzieren in der anderen Person, die manipuliert wird. simply telling the person that they were trying to get them to do. So, lass heute das machen, das wird spaßig. Ne? Also, denen quasi immer so, das kenne ich aus manchen wie sagt man das, Techniken, da wird immer am Ende so gesagt, komm, lass uns das machen, immer wieder, so. Will be fun and that the person will enjoy it. Come on, it'll be fun. What's the harm? However, it's still a form of manipulation. Also es ist auch eine Form der Manipulation, weil es einfach so einen innerlichen Druck erzeugt. Ich gehe mal davon aus, dass auch so eine Art, ja, wie sagt man das, Gruppenzwang schon dadurch ja auch mehr oder weniger diese psychologische Faktor in der anderen Person ausgerufen wird. 10 is social comparison. The social comparison theory describes how we compare ourselves. So sozialer Vergleich, ja. To others. Many people measure their success, their attractiveness, and the presence of personality traits through the comparison of others. Manipulators know this tendency really well. They will use social comparison to convince you to take action. Your friend at work does this for her partner. The celebrity in this magazine is on this diet, and you... So, also du wirst quasi vom Manipulator verglichen mit anderen Personen. Zum Beispiel die Person aus diesem Magazin sieht besser aus, weil sie diese und diese Ernährung hat. You should be too, but he wears und du solltest auch besser aussehen. Ja, also wird dann so direkt reingeklatscht. Glasses and he's really attractive. Number 11 is monetary reward. So, und dabei spielt dann nicht eine Rolle, ob jetzt vielleicht die Person, die da angesprochen wird, vielleicht schon brutal attraktiv ist, ja. Also, ich meine, jetzt mal als ehrliches Beispiel, die Leute aus dem Magazin, die sind halt so krass gefotoshoppt. Das ist, wenn man die Originalfotos da sieht, ja, ich kenne das selber, wenn man quasi so Fotoshootings macht. Ich habe ja auch in so einem Medienbereich schon gearbeitet. Das ist ja völlig crazy. Teilweise denkst du, das ist ein ganz anderer Mensch plötzlich. Reward. Manipulators may play into a person's greed by offering them money to commit acts that they normally wouldn't commit. If you were offered $1 million, would you commit a crime? So now that we've gone through the 11 tactics of manipulation. So, also das ist jetzt nochmal monetärer quasi, wie sagt man das, man suggeriert Geld, ja, und sagt dann so als Manipulationstechnik, ja okay, aber würdest du es für 1 Million Euro machen? Also quasi, du hebelst dann die Werte der Person aus, indem du versuchst halt so absurde Geldmengen ins Gespräch einzubringen, ob du die ausschüttest oder nicht, dass das Ganze versucht wird, erstmal die Möglichkeit im Kopf bei der anderen Person zu eliminieren. Und das ist natürlich eine Hardcore-Manipulation, auch muss man ganz klar sagen, ne? Die man auf der einen Seite natürlich sagen kann, die ist irgendwo gut und auf der anderen Seite ist sie auch schlecht. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel bei mir selber, wenn ich mir jetzt sage so, ja das und das würde ich jetzt die schwere Übung machen, wenn ich jetzt zum Beispiel damit in 5 Jahren langfristig innerhalb von 1 Jahr dann 1 Million Euro verdiene, weil ich einfach so brutal im Körper damit aussehe als Fitnessmodel. Ne? Frage ich mich halt selber. Ne? Das ist ja eine Rechnung, die könnte theoretisch sogar funktionieren, wenn man wirklich der Krasseste der Krassen ist. Und das ist natürlich eine Frage, die funktioniert auf jeden Fall, das ja, ne? Aber wenn du halt damit so, sag ich mal, asoziale Ziele verfolgst und die andere Person damit, wie jetzt hier gesagt, zu einem Bankraub überreden willst und die versaut sich damit ihr Leben über 10 Jahre, ist ja völlig krank.
So. And who are master manipulators? So let's break down some stereotypes here. Women are often Was sind die Meister der Manipulation? framed as master manipulators. Well, this just isn't true. There are no sex differences in the tactics of manipulation. Also es gibt jetzt wohl keine geschlechtlichen Unterschiede in der Art der Manipulation an sich erstmal. Research shows that men and women equally perform these tactics. Also Männer und Frauen nach Studien performen diese Taktiken der Manipulation identisch. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen und weitergebracht. Ich mache mir jetzt noch einen wunderschönen Tag weiterhin und ich hoffe, ihr auch. Nenne mir in den Kommentaren auch gerne deine Lieblingsmanipulationstechnik aus diesem Video. Und ich werde wirklich in Zukunft viele weitere dieser Videos machen, deswegen vergesst nicht zu abonnieren, meine Lieben. Ciao!